Mein schönstes Tor. Was höre ich gerne? Ein Glücksbringer. Schwere Frage. Ja, willkommen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit unserem Jamal. Ich freue mich richtig. Ihr auch, ne? Ja, das denke ich wohl. Also ich bin Lea, ich bin 12 Jahre alt und das ist mein Zwillingsbruder. Und meine Frage ist, wie fühlt es sich an, wenn im Stadion viele Leute deinen Namen rufen? Fühlt sich richtig cool an. Sowas träumt man schon von wie euren Alter und ich bin jetzt auch ein bisschen gewöhnt dran, aber ich kriege immer ein schönes Gefühl danach, wenn ich so viele Leute meinen Namen schreien höre. Ich bin der Nico, bin 12 Jahre alt und komme aus Eichstätt. Meine erste Frage ist, warum hast du die Nummer 42? Das war die erste Nummer, wo ich bekommen habe, wo ich erst hochgekommen bin und dann hat es mir die eigentlich gefallen. Meine Mama hat ein bisschen geschaut, was die Nummer bedeutet und die ist dann einfach festgeblieben. Mein Name ist Nevin, ich komme aus Deutschland und bin 10. Meine erste Frage ist, wie hast du dich gefühlt, als der FC Bayern dir ein Angebot gemacht hat? Ich war glücklich, ich war dann noch die Zeit bei Chelsea, da war ich noch 16. Ich wusste jetzt noch nicht genau, wie ich drüber das nachdenken soll, weil ich bin noch bei die Jugend gespielt habe, aber wenn FC Bayern ruft, ich glaube, wird jeder sich freuen. Deswegen war ich im Moment auch erst happy. Servus. Ich bin der Lenny, bin 6 Jahre alt und komme aus Deutschland. Wann wirst du dein Ballon d'Or gewinnen? Das weiß ich nicht. Hoffentlich irgendwann. Ich bin Tode und ich bin 8 Jahre alt und wohne in Dürrenzimmern. Meine erste Frage ist, wer ist dein Lieblingsspieler auf der ganzen Welt? Wo ich aufgewachsen bin, war es immer eigentlich Messi. Messi und Neymar waren eins von meinen Lieblingsspieler, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin Radi und ich wohne in Düzi und ich bin 6 Jahre alt. Und meine erste Frage ist, wie siehst du mit 35 Jahren aus? Hoffentlich noch sehr jung und dass ich trotzdem sehr locker bin und auch noch viel Spaß haben kann. Und hoffentlich kann ich noch viel rennen. Ich bin der Jan, komme aus München und bin 10 Jahre alt und ich wollte dich fragen, wieso du dich für die deutsche und nicht für die englische Nationalmannschaft entschieden hast. Ich habe einfach lange Zeit drüber nachgedacht und habe einfach mit Familie alles geredet und dann habe ich einfach von Bauchgefühl die Entscheidung gemacht. Ich bin der Diego. Ich bin 8 Jahre alt und meine erste Frage ist, wer ist dein Lieblingskollege aus deiner Mannschaft Bayern? Ich bin richtig gut mit vielen von denen. Ich glaube, Fonsi, Zeit von Anfang bin ich eins von meinen ersten Freunde, Leroy auch und jetzt Maiko auch. Ich glaube, das sind meine 3 engsten Freunde hier. Ich bin der Luca, bin 10 Jahre alt und meine erste Frage ist, was willst du nach deiner aktiven Fußballkarriere machen? Schwere Frage. Weiß ich noch nicht. Hast du welche Vorschläge für mich oder? Nix? Also mir fallen keine ein. Ja. Wir haben noch eine Runde Zeit. Ja, da habe ich noch nicht viel Gedanken gemacht. Vielleicht fange ich an meine Basketballkarriere dann. Schauen wir mal. Ich bin der Simon, ich komme aus Einringen, ich bin 8 Jahre alt und meine erste Frage ist, bist du gerne in die Schule gegangen? Manchmal. Ich hatte schon Spaß gehabt. Man hat auch Tage, wo es nicht so viel Spaß macht, aber auch meine Eltern haben immer gepusht, dass ich Schule ernst nehme und ich glaube, es ist auch wichtig für euch, immer Schule ernst zu nehmen und einfach Spaß haben, die Zeit genießen, weil irgendwann seid ihr auch älter und geht nicht mehr in die Schule. Hallo, ich heiße Helena, bin 10 Jahre alt, komme aus München. Meine erste Frage ist, wie hast du so trainiert, dass du zu so einem Kopfballungeheuer geworden bist? Ich glaube, für mich, es war immer, auch mit meinen Eltern, auch einfach immer Training ernst genommen und dann auch die Extrastunden gemacht in Garten oder in Park, hat mir immer geholfen oder einfach den Spaß behalten. Ich glaube, das ist am wichtigsten, immer die Freude auf dem Platz zu haben und dann die Extrastunden, das man macht, kommt auch ganz leicht vor. Ich bin der Mika, 12 Jahre aus der Nähe von Berlin. Und meine Frage ist, was für dich bisher dein schönstes Tor war? Ich muss sagen, den gegen St. Pauli von die letzte Zeit, ich glaube. Da war ich echt zufrieden. Hallo, ich bin der Emil Schenk, ich komme aus Aalen.
Und meine Frage ist, wer sind deine Bros in der Nationalmannschaft? Auch wie ich gesagt habe, bin eigentlich ganz cool mit vielen von denen. Ich glaube, Flo, da bin ich ganz nah. Leroy, Toni bin ich ganz gut. Ich glaube, das sind die ersten. Und dann kommt drauf an, wer alles dabei ist. Ich bin Elias, bin 8 Jahre alt, komme aus München und meine erste Frage ist, was hörst du gerne? Ich mag Hip-Hop-Musik. Wer ist dein Lieblings? Was hörst du am meisten? Michael Jackson. Michael Jackson? Oh, okay. Ich glaube, ich kenne ein paar Lieder auch von denen. Hallo, ich bin der Oskar, ich bin 7 Jahre alt, ich komme aus München und meine Frage ist, was ist deine Lieblingsband? Ich glaube, das sind viele. Drake hat mir eigentlich gefallen. Ich weiß nicht, Michael Jackson ist auch ganz cool. Hallo, ich bin der Nils und ich wollte dich fragen, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm und dein Lieblingsweihnachtslied? Die Weihnachtszeit schaue ich immer die Harry Potter Filme durch. Das hat mir immer gefallen. Und Lied, ja, Jingle Bells, ja. Hallo, ich bin die Jasmin, 11 Jahre alt. Und was wärst du geworden, wärst du kein Fußballer? Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, Malen hat mir eigentlich immer gefallen. Vielleicht wäre ich so ein Artist, aber ich bin jetzt nicht so ein guter Maler. Deswegen weiß ich nicht, ob ich da Profi geworden wäre. Meine zweite Frage ist, wer war bisher in deiner gesamten Karriere dein härtester Gegenspieler? Da, wo ich noch ein bisschen jünger war, wo ich gegen Sergio Ramos einmal gespielt habe, das war schon ein Battle für mich. Die meisten Kinder wollen auch Profi werden. Was sollen Kinder am besten trainieren? Ja, da gibt es viel zu trainieren. Ich glaube, erstmal ist wichtig, immer den Spaß zu haben am Spiel und dann einfach die Extrastunden. Bei mir war immer das Dribbling habe ich immer extra geübt, aber das sind so viele Sachen, was man üben kann. Kommt drauf an, auf welche Position du bist und dann einfach die Stunden machen, auch wenn es langweilig ist. Wo kommt der Spitzname Bambi her? Das hat Leroy mir gegeben. Ich weiß nicht wieso, aber hat Leroy mir gegeben. Was machst du nach verlorenen Spielen? Generell mache ich mir viel Kopf nach dem Spiel, nach verlorenen Spielen. Wir kriegen immer die Szenen, was wir zurückschauen können. Dann schaue ich die Szenen an, aber wir haben so viele Spiele, man muss das eigentlich so schnell wie möglich aus dem Kopf tun und dann den Fokus auf den nächsten Spiel haben. Was ist dein Hobby? Kommt drauf an. Ich glaube, im Sommer mag ich auch gern manchmal eine Runde Basketball spielen. Winterzeit, manchmal spiele ich Playstation mit meinen Jungs auch. Macht auch Spaß. Wer ist von den älteren Spielern dein Vorbild? Von Bayern oder? Von allen. Ja, ich würde auch sagen, Messi war immer ein Idol für mich. Du kannst auch sagen, alles, was so Thomas Müller gemacht hat, seine ganze Karriere schon, ist immer was Schönes anzuschauen. Wie bist du so gut bei den anderen beim Durchlaufen gegen deine Gegner? Viel Übung über die Jahre, viel mal nicht geklappt und einfach immer den Selbstvertrauen haben, weiter in die Aktionen reinzugehen. Meine zweite Frage ist, ob du einen Glücksbringer hast. Ich habe jetzt ein Armband, was ich vor dem Spiel anziehen von meiner Mama bekommen, was ich vor dem Spiel einfach trage. Das ist so mein kleiner Glücksbringer. Ist das für mich ein Glücksbringer? Ja. Mit wem würdest du einen Tag am liebsten tauschen und wenn, warum? Steph Curry, dann kann ich Basketball spielen ein bisschen. Jamal Musiala zum 3. Was ist dein Lieblingspokal? WM-Pokal wäre, ich glaube, das größte Traum und dann auf jeden Fall Champions League. Der Pott ist rot! Was machst du vor einem Spiel zur Vorbereitung? Ich habe meine Routine, die Sachen, was ich immer mir selber sage vorm Spiel und viel Schlaf. Ich glaube, die wichtigsten Punkte für mich. Verkleidest du dich an Fasching und an Halloween oder machst du sowas nicht? Doch, manchmal. Einmal war ich der Joker. Trick-or-Treating hat mir immer Spaß gemacht. So. Magst du Lamine Yamal? Ja, als ein Spieler finde ich ihn richtig gut. Er ist jung und hat sehr viel Potenzial. Es macht auch Spaß, ihn zuzuschauen. Und zwar, ich habe im Internet gelesen, dass du gerne Schach gespielt hast oder immer noch spielst. Wer war denn da dein Lieblingsgegner oder dein absoluter Hassgegner?
Ich habe es früher ganz oft gespielt. Ich habe jetzt spiele ich es nicht mehr so oft. Ich habe einmal gegen Jo gespielt. Der hat mich fertig gemacht. Ich glaube, dann habe ich gesagt, meine Schachkarriere muss ich auch langsam aufhören. Wo es mir gefallen hat, war gegen Leroy. Der kann es nicht so gut. Habe ich gewonnen. Deswegen gegen ihn kann ich jede Zeit spielen. Aber gegen Jo lieber nicht. Oder Kingsley ist auch richtig gut, habe ich gehört.